Es war einmal südlich der Zaubererwelt von Hogwarts, wo Zauberer, Kobolde, Muggel und Schlammblüter friedlich miteinander lebten. Weil die Kobolde böse abhängig waren von dunkler Magie, so wie mein Cousin von Weed, schmiedeten sie Pläne, die Zaubererwelt zu unterwerfen, um sich so ein cremiges Leben zu verschaffen. Aber ich, Danny DeNinio, spiele dieses Spiel, um die Kobolde davon abzuhalten, unschuldige Wesen in die THC-Abhängigkeit zu bringen. Willkommen zu Hogwarts Legacy. So, liebe Leute, immer noch in der Bibliothek und die kleine Ravenclaw-Snitch hier hat noch ein paar Fragen für uns. Mal schauen. Ich fand das eigentlich ganz geil. Mal schauen, was für Fragen die noch hat. I'd like to answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Ach du Scheiße. Merlin glaube ich nicht, oder? Rat der Zauberer eher. Oder eins von den beiden hier. Ich glaube, das internationale Ding. The International Confederation of Wizards. No, that's incorrect. Scheiße. The answer was the Wizards' Council. The Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Ja, Leute, der erste Gedanke ist immer der richtige, ne? Welche Drachenart ist die kleinste? Ukrainischer Eisenbauch. Hört sich nicht klein an. Die giftigen Dinger sind immer klein. Also ich nehme, glaube ich, den hier, ne? The Peruvian Vipertooth. Brilliant! Ja. Though the Vipertooth is the smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and feared for its venomous fangs. Who founded the village of Hogsmeade? Boah, ist schon wieder schwierig. Für mich zumindest. Wer hat Hogsmeade gegründet? Quincy Hogg? Elfrieda Clegg? Mann, das habe ich auch mal gelesen. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube die hier, oder? Eins von den beiden. Ich glaube dieser Hengist nicht. Ich nehme mal Elfrieda. Elfrieda Clegg. No. Shit. The answer was Was? Hengist of Woodcroft. It is believed that Hengist used the 3 Broomsticks Inn as his home. The hide-behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Wer ist denn der Hintertück? Was ist das? Wurde versehentlich durch Kreuzung eines Ghouls mit welcher anderen Kreatur erschaffen? Ich weiß es nicht. A demiguise. Yes! While the hide-behind has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a Lethifold? Lethifold? Was ist denn Lethifold? The stunning spell. Actually, the answer was the Patronus charm. The only known survivor of a Lethifold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental transfiguration? Ey, die Fragen sind echt schwierig, oder? Schreibt mal in die Kommentare dann am Ende, wie viele ihr richtig hättet. Oder richtig geraten habt, so keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wer die überhaupt sind. Laverne de Montmorency. That's incorrect. The answer I was looking for was Gamp. One of the principal exceptions to Gamp's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Wissen ist wahre Magie, ja. Das müsste es sein. Knowledge is the real magic. No, the answer was never tickle a sleeping dragon. In Latin, the Hogwarts motto is Draco Dormiens Nunquam Titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Verarscht die mich oder stimmen die Antworten wirklich, was sie da labert? Welches magische Wesen ist das einzige, das Eier in seinem Maul produziert? Basilisk niemals. The Runespore. That's right! According to Parselmouths, each of the Runespore's 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic.
Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Ilvermorny? Ilvermorny. Der hört sich nicht nach Amazonas an. Pyrenäen. Ilvermorny. Das hört sich englisch an. Pyrenäen kann es ja auch nicht sein. Mount Greylock. Well done! Ja. The American school was founded in the 17th century by Isolde Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Oh. Der mächtigste Liebestrank. Euphorie-Elixier, Verositaserum oder Amore. Müsste das sein, oder? Amatentia. That's the answer. Jawohl. Amatentia smells differently to every person, according to what they find attractive. Such as dusty book covers, or... Are you interested in continuing on to the next round? They're my most difficult questions. Komm, das machen wir auch noch. Give me your worst. Wonderful. I do admire your thirst for knowledge. Emmerich the Evil was killed in a duel against whom? Emmerich der Böse. Ich habe noch nie was von diesen 3 Namen. Ich muss dazu sagen, ich habe aber noch nicht die Bücher gelesen. Ich weiß nicht, ob das da drin steht. Sir Agravain. Incorrect. The answer was Egbert the Egregious. Emmerich gained notoriety for terrorizing villages in the south of England during the Middle Ages, when he was the master of the Elder Wand. If a chaser keeps their hand on the quaffle as it goes through the goal, what foul are they committing? Welches Foul begeht ein Jäger, wenn er den Quaffel beim Durchqueren des Tores in der Hand hält? Keilen, oder? Jäger, wenn er den Quaffel beim Durchqueren... Warum ist es ein Foul? Blatching. The answer was actually haversacking. Blatching is flying to intentionally collide with a player. Stooging is when 2 chasers knock the other team's keeper away from the goals so that a third chaser can score. A bite from a mackled malaclaw has the unusual side effect of causing what? Ich denke mal, das erste oder das dritte. Behaarte Ohren oder Schwimmfüße. Malaclaw. Mackeligen Malaclaw. Hört mir nach irgendwas, was im Wasser ist. Ich würde mal das hier nehmen. Webbed feet. No. The answer was bad ganz luck. falsch. Native to the European coastline, the effects of a malaclaw's bite can last up Mit to a Wasser week. hatte ich recht. What plant excretes stinksap? Mimbulus Mimbletonia. Welche Pflanze gibt Stinksaft ab? Flussgras. Mimbulus Mimbletonia. Correct. The Mimbulus Mimbletonia plant secretes stinksap as a defensive mechanism when touched. The pepper-up potion evolved from a remedy created by which 12th century wizard? Der Aufpäppeltrank wurde von welchem Zauberer aus dem 12. Jahrhundert erfunden? Bowman White, Basil Flagg oder Linfred von Stinchcombe? Stinchcombe. Keine Ahnung, Alter. Ich weiß es nicht. Basil Flack. That's incorrect. The answer was Linfred of Stinchcombe. Centuries later, Glover Hipworth would expand on Linfred's previous work to create the pepper-up potion we know today. In The Wizard and the Hopping Pot, what does the elder wizard leave for his son in the hopping pot? Was hinterlässt der alte Zauberer in Der Zauberer und der hüpfende Topf, seinem Sohn im hüpfenden Topf? Ein hüpfender Topf, was überlässt er seinem Sohn? Ein Pantoffel in einem Topf glaube ich nicht. Ein Stab in einem hüpfenden Topf wahrscheinlich auch nicht. Nimm mal den kleinen hier. A smaller pot. Incorrect. The answer was a single slipper. The story was created by Beadle the Bard, but there are a few versions. I won't spoil what the slipper was for if you haven't read it recently. The Snallygaster is native to which region of the world?
In welcher Region der Welt ist der Snallygaster heimisch? Snallygaster. Das klingt ein bisschen nach Amazonas, oder? Obwohl, es klingt auch englisch. Es klingt englisch, also eigentlich kann es Amazonas nicht sein. Snallygaster. Klingt ein bisschen amerikanisch. North America. That's right. Jawohl. The part bird, part reptile is a distant relative of the Occamy and has serrated fangs and a bulletproof hide. Who is the Muggle Knight featured in the Fountain of Fair Fortune? Ich würde wirklich gerne wissen, ob das in den Büchern oder wo zur Hölle steht das alles, was sie hier fragt. Wer ist der Muggelritter in der Brunnen des wahren Glücks? Sir Lancelot nicht. Der Brunnen des wahren Glücks. Sir Amset. No, the answer was Sir Luckless. The three witches in the story are named Asher, Altheda, and Amata. Oh, I adore a story that ends with a twist. The world's largest Kelpie is also known by what other name? Der größte Kelpie der Welt ist auch unter welchem Namen bekannt? Ich glaube, das Ungeheuer von Loch Ness ist auf jeden Fall ein Kelpie, aber ob es das größte ist? Ich glaube, das ist es. The Loch Ness Monster. Correct. Jawohl. The Office of Misinformation has worked diligently to discredit any Muggle evidence of the Kelpie's existence. Who was the first Minister for Magic? Wer war der erste Zaubereiminister? Boah. Peverell, oder? Cadmus Peverell. No, the first minister was Ulick Gamp. Gamp's greatest legacy was the founding of the Department of Magical Law Enforcement. It outlawed the unforgivable cursing. You've answered all of my questions. It's nice to know there's another student who appreciates the value of knowledge. You might not have got very many right, but I'm sure you learned something regardless. Ja. Thank you for humoring me by participating. I had a splendid time. Indeed. Also ihre Fragen waren echt tricky. Leute, schreibt mal in die Kommentare. Zählt mal bei euch durch, wie viele ihr richtig hattet. Also ich habe, glaube ich, richtig verkackt. Ich glaube, ich hatte nicht mal die Hälfte richtig, oder? Kann ja einer von euch mal durchziehen, wie viele ich richtig hatte. Wenn einer sich die Mühe machen würde. Aber es war geil, muss man ehrlich sagen. So, Verwandlungsunterricht am Tag besuchen. Wie weit ist denn das entfernt? Aber das war cool. Das ist so abwechslungsreich. Das war mega cool, fand ich. Ja, ist halt direkt hier. Mann, warum kann ich hier nicht runterspringen? Warte, ist hier noch irgendwas? Glaube nicht. Ah, hier ist noch eine Truhe. Crisis! Revelio. Runde Brille mit goldenem Gestell. Okay. Soll ich einen auf Harry Potter machen oder wie? Mit so runden Gläsern. Best feeling in the world. Hallo, macht mal auf. Also diese Türen, die regen immer noch auf. Scheiße, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich doch gar nicht. Ja, okay, reicht doch wieder. Warum sind hier überhaupt so viele Katzen in Hogwarts? Ach so, sind das alles die Haustiere von den Schülern? Oder sind das so Streuner? Lol. Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost
anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Aha. Also noch ein weiterer Slot, geil. Das ist so blöd gemacht, dass ich nur 4 Slots habe. Also 4 Slots, A4, das heißt 16 Zaubersprüche kann ich maximal ausrüsten. Ach, er hier wieder. Okay. Ich will ihn ansprechen, haut einfach ab. Was ein Bastard. Richtiger Ravenclaw. Ravenclaw. Es ist echt schade, dass es keinen Zauberschach gibt. Das wäre geil. Sehr geehrte Frau Weasley, vielen Dank, Ihre Eule, bla bla bla. Hey, die Ausrüstungsplätze, ne? Das ist immer voll. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Vielen Dank. I'm glad to hear it. I'm not certain I needed all the extra assignments. And I'm certain you would not have been as successful without them. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Professor. I will say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Nee. Not at all. I was, intrigued by stories of a giant squid and wanted to learn more. I encountered Scrope, who seemed delighted to share what he knew. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Was ist Until then, OWLs? well done. You are dismissed. Quasi Zwischenprüfung? Am Ende des Jahres? Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. Could you remind me how the Daedalian keys work again? When you... Ja, Schlüssel, My bla bla plan bla. with the helmet failed, but I have another idea. I think we Klappe. So, Sebastian, wo ist denn der? Mann, das Menü ist auch blöd. Man, Professor, Sharp. Man weiß ja nie, wo Sebastians Quest ist. Was ist denn das? Hä? Das ist die Hauptquest? Ah, okay. Benötigt es Stufe 22? Warum so hoch? Pflanzen. Ich habe gar keinen Bock, die andere Scheiße hier zu machen. Was ist ein Arresto Momentum? Ich habe gar keinen Bock auf diese scheiß Tränke. Ich mach das ja.
Achso, warte mal. Ups. Auf Karte anzeigen und dann... Ach, da ist es. Das ist einerseits gut, dass du halt ein paar Nebenquests machen musst, bevor du, oder halt irgendwelche Nebenactivities, um halt ein bestimmtes Level zu haben. Du kannst halt ein bisschen, oder siehst halt mehr vom Spiel. Andererseits ist es aber auch blöd für die Leute, die keine Zeit haben oder einfach so die Hauptquest machen wollen, wirst du halt jedes Mal restricted. Ups, das wollte ich gar nicht. Ja, du wirst halt jedes Mal restricted und musst halt warten und so. Das ist halt ein bisschen blöd gemacht. Was ist denn das hier? Wo sind die anderen beiden? Ah, shit. Genau da hinten. There we go. So, wo ist das andere? Zeigt er mir noch gar nicht an, oder? Boah, ist ja noch weiter weg. Aber fliegen wir mal noch kurz dahin. 1000 Meter. Denk mal, das sind Meter, oder? Ey, sieht aber richtig... Hallo, warum geht der runter? Sieht aber richtig schön aus im Winter, muss ich sagen. Aber ein bisschen langsam fliegt man. Ein bisschen ist gut, ein bisschen sehr langsam. Junge, flieg doch mal schneller, Alter. Muss noch mal gucken wegen Besenerweiterung, ne? Ey, das ist ja urig langsam. 40 Sekunden, um bis dahin hinzukommen. Ist doch scheiße. Was ist denn das für ein Vieh hier unten? So. That's it. Geht doch. Ist irgendwo noch so ein Schnellreisepunkt? Ich habe gar keine Lust, hier wieder hinzufliegen. Sieht man das hier irgendwo? Wo ist denn hier so ein Schnellreisepunkt? Hier. Den nehme ich mal noch mit. Und ich glaube, dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Aber ich muss... Ey, es ist schön gemacht. Auch die Lichter, die Bäume, der Schnee, es ist schön gemacht. Das kann man nicht anders sagen. Und auch alles sieht so ein bisschen anders aus. Bis halt manche Gebäude sind halt ähnlich so, insbesondere innen drin, aber es ist echt schön gemacht. Wenn halt nur diese Rollenspiel-Elemente besser gewesen wären. Ja, Leute. Dann wie immer vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Hogwarts Legacy. Haut rein.